Was ist ein Buthanolkamin? Feuer fasziniert Menschen seit Anbeginn, es wirkt beruhigend durch das Flammenspiel und lässt einen die Schönheit genießen. Einen echten Kamin im Wohnzimmer zu haben, ist nicht aller Menschen Besitz. Oft hapert es an den baulichen Möglichkeiten. Doch mit einem Buthanolkamin kannst du dir den Kaminzauber ins Wohnzimmer holen. Warum ist das möglich? Was unterscheidet einen Buthanolkamin? Es wird kein Schornstein benötigt, die Kamine sind genehmigungsfrei und passen in jeden Raum. Der Grundbrennstoff ist Alkohol, dieser wird aus Kartoffeln, Getreide oder Zuckerrohr gewonnen. Es gibt kleine Tischkamine oder ein Kamin, der einem normalen in nichts nachsteht. Beim Verbrennen entsteht eine schöne Flamme, die lustig vor sich hin fackelt, doch es entsteht kein Rauch oder Ruß. Deswegen können die Kamine ohne Schornstein aufgestellt werden. Wie alle Anschaffungen hat auch der Alkoholkamin Vor- und Nachteile. Buthanol kann sich bei 21 Grad entzünden. Deswegen darf keine Flüssigkeit verschüttet werden oder offen im Raum stehen. Das Nachfüllen eines Buthanolkamins ist zudem auch nicht so einfach. Wenn der Kamin noch warm ist und die Flüssigkeit nachgeschüttet wird, kann es unter Umständen zu einer Verpuffung kommen. Deswegen unbedingt die Gebrauchsanweisung gründlich durchlesen. Eine Alternative bieten Pasten und Gels, diese verbrennen aber nicht ganz geruchsfrei und eine Belüftung ist wichtig. Das wiederum muss allerdings immer beachtet werden. Denn bei einer Verbrennung von Buthanol entstehen Kohlenstoffdioxid und Wasser. Das heißt, der Kamin atmet mit, aufgrund dessen musst du auf eine gute Belüftung achten. Eine kleine Verdeutlichung anhand eines Rechenbeispiels. In einer Stunde verbrennt der Kamin z.B. einen halben Liter Buthanol, so entsteht eine Kohlenstoffdioxidmenge, die von 12 bis 16 Menschen durch Ausatmen produziert werden kann. Diese Menge ist extrem hoch, deswegen ist eine regelmäßige Belüftung wichtig. Die Wärme, die bei einem Buthanolkamin entsteht, entweicht größtenteils dann leider aus dem Fenster.